Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über meine Erfahrung meine Einsätze in der humanitären Medizin. Und ich muss sagen, jedes Mal, wo ich wieder darüber berichten kann, ich habe das Gefühl, dass ich das wieder erlebe. Und das gibt mir sehr viel Freude. Kurz zu meiner Person. Ich bin Chirurg. Ich war langjähriger Chefarzt zuerst in Morges, im Kanton Vaud, und dann in Lugano in in den letzten Jahren. Ich habe mich früh pensionieren lassen, eben um mich engagieren zu können in der humanitären Medizin. Ich möchte euch Ihnen teilen ähm, meine Erfahrungen, und ich werde versuchen jetzt, wenn es klappt, meine Präsentation zu zeigen. Sollte jetzt doch funktionieren, scheint zu funktionieren. Ja, wunderbar. Ja, die erste Frage eigentlich ist, warum MSF? Ähm, Es ist so, dass ich hatte das Glück, in meine ganze chirurgische Karriere immer in sehr gut ausgerüstete und sophistizierte, von der technologischen Seite Spitäler arbeiten zu dürfen. Und meine Hauptgedanken für meine humanitäre Einsatz war, dass ich in Situationen mich befinden konnte, wo ich einfach meine Patienten nicht korrekt behandeln könnte oder sogar beschädigen könnte. Und deswegen habe ich Médecins Sans Frontières gewählt, weil das ist eine eigentlich sehr starke Organisation, fast 50 Jahre alt. Ihre moralische und politische Werte entsprechen meine Werte, und vor allem eben, wie gesagt, weil Médecins Sans Frontières verfügt über eine sehr, sehr starke Logistik. Wie gesagt, etwas 50 Jahre alt, damals gegründet von einer Gruppe von Ärzten und Journalisten infolge der Drama in Biafra. Und seitdem die Hauptaufgaben von MSF war einerseits die medizinische Hilfe und andererseits die Fürsprache als notwendige Ergänzung. MSF ist eben eine sehr große Organisation. Sie sehen, in 2017 waren über 460 Projekte in mehr als 70 Ländern. Die meisten Projekte sind in Ländern, wo es gibt Kriegen. Wir sehen etwas 63%, viel weniger bei anderen Situationen. Natürlich Epidemien, zum Beispiel Ebola-Epidemien, das sind auch Gründe für Einsätze, aber sonst zum Beispiel die, wie sagt man, natürliche, Natural Disasters, das war in den letzten Jahren, war MSF viel weniger betroffen. Was ist die Aktivität von MSF? Sie sehen über 750 Hospitalisationen, über 100.000 Operationen in 2018. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist eben die Tatsache, dass die 1,5 Millionen vom Budget kommt in 95% der Fälle von privaten Donationen. Und das gibt natürlich diese Organisation viel Freiheit zum Beispiel in Fürsprache, weil sie sind nicht abhängig von politischen Parteien oder andere Organisationen oder
institutionelle Organisation. Nur zum Wissen, die MSF hat den Nobelpreis für Frieden in 1999 bekommen. Was ist dann MSF? Das ist auch eigentlich Forschung, Forschung in epidemische Bereich oder in Impfungen. Es ist natürlich auch Fürsprachetätigkeit. Sie denken zum Beispiel die starke Position von MSF bei den Migrantenproblemen in den letzten Monaten. Und wie gesagt, eine extrem sophistizierte und effiziente logistische Struktur. So, das ist ein bisschen eine Einführung in MSF und Sie verstehen, warum ich mich dann mit MSF engagiert habe. Als ich meine Curriculum schickte im September 2017, dachte ich, mit meiner Erfahrung eigentlich wäre kein Problem, irgendwie akzeptiert zu werden. Es ist gar nicht so gewesen. Ich bin natürlich schon ein bisschen frustriert gewesen, weil eigentlich musste ich mich an 4 Interviews unterziehen. Ein Assessment, wie ich meine Karriere nie gehabt habe. Und Grund dafür war wirklich, dass MSF wollte meine Motivation wirklich prüfen. Dann habe ich in Februar 18, als sie mir akzeptiert haben, noch eine sehr gute Einführung in Dakar bekommen. Es war ein einwöchige Seminar, der sehr gut gedacht war, weil er hat eigentlich ermöglicht, dass man die verschiedenen Situationen, die man in einer Mission treffen konnte, diese Situationen waren sehr gut simuliert und das war eine sehr, sehr gute Übung. Dann wollte ich meine Erfahrung in der Traumatologie, indem ich keine Traumatologie in den letzten Jahren gemacht habe, noch anfrischen und dann bin ich in Chur gewesen für ein paar Wochen und dann erst im Juni durfte ich meine erste Mission machen und das war in Agok in Südsudan und dann in 2019 habe ich noch 2 weitere Missionen gemacht in Kamerun und in Jemen. Die chirurgische Mission in dem Sinn sehr anstrengend sind, in der Regel dauern nicht mehr als 6 Wochen. Eben, Südsudan, das war im Juni, Juli 2018. Sie wissen, Südsudan, das ist ein von der ärmsten Länder in der Welt. Sie hat ihre Freiheit, ihre Independance erst vor 9 Jahren bekommen, nach mehr als 50 Jahren von Zivilkrieg. Eigentlich, es gibt in diesem Land nichts. Es gibt sehr wenig Häuser, die meisten sind eben Tukul, sehr wenig Straße, die meisten sind Pisten und der Armut bei der Bevölkerung ist absolut dramatisch. Nur Ihnen zu sagen, ich habe Situationen gehabt, wo ich Patienten bekommen habe, die waren einfach nackt. Keine Kleider, keine Schuhe, nichts. Ich bin in der Nord von Südsudan gewesen, in dieser Region, in Nagok, wie Sie hier sehen können. Und das ist es kommt noch dazu in dieser Region, dass es noch nicht endgültig entschieden ist, ob diese Region zum Nord oder zum Süden von Sudan gehört. Und damit gibt es eine sehr, sehr hohe Instabilität. Es sind sehr verschiedene Ethnien und Sprachen, etwa 70, also eine sehr, sehr unruhige Area mit andauernden Konflikten. Südsudan ist, wie gesagt, eine sehr arme
Land lebt eigentlich nur von ein bisschen Landwirtschaft und Weidewirtschaft. Und wie gesagt, auch Kommunikationswege sind sehr, sehr rudimentär und wenn es regnet, die verschwinden. Es gibt natürlich keine Familienplanung und jede Familie hat sehr viele Kinder, 8, 9 bis 10 Kinder. Und deswegen müssen die Kinder auch sehr, sehr früh arbeiten. Sie sehen hier, sie holen Wasser oder sie transportieren Mehl. Das ist sehr üblich in diesem Land. Die hygienischen Konditionen sind miserabel und es gibt sehr, sehr viele Infekte. Sie können hier sehen bei diesem jungen Pup, er hat hier einen Abszess am Hals und ich muss sagen, ich habe nie so viel Pus gesehen in mein chirurgisches Leben. Spital ist, als ich dort war, ein MSF-Spital, also vollkommen regiert von MSF. Die Hälfte war noch unter Zelten, insbesondere die Chirurgie. Hauptaufgabe von diesem Spital war Pädiatrie und Frühgeboren und innere Medizin und vor allem Infektiologie und dann Chirurgie. Die Infrastruktur war sehr bescheiden mit einem Operationssaal, für die Chirurgie ein Zimmer in einem Gebäude mit 5 Betten, eine Laborstation, die nur sehr rudimentäre Untersuchungen erlaubt hat, kein Röntgenbild, das heißt, die Frakturen musste man richten mit den Augen. Es gab keine Röntgenbild. Ab und zu dürften wir den Ultraschallgerät von der Gynäkologie bekommen. Und hier sehen Sie die neue Gebäude von Spital, die in Aufbau waren, als ich dort war. Das sind präfabrizierte Strukturen, die eigentlich sehr hell und sehr, sehr gut sind. Wir haben aber in der Zelten gearbeitet. Hier der Operationssaal, wie Sie sehen, eigentlich gut organisiert, aber sehr rudimentär. Und hier eben der Surgical Ward mit 5 Betten. Eine von der Eigenschaften von MSF ist einfach die Mittel zu geben für gewisse Ziele. Und in Südsudan, die Ziele waren, dass man nur lebensrettende Maßnahmen unternehmen sollte, also nur Operationen, die Leben retten und nichts anderes. Das heißt, dass in der Gynäkologie, weil als Chirurg musste ich auch gynäkologische Eingriffe machen, waren nur die Situationen oder die Eingriffe, die nötig waren bei Geburten und bei Postgeburtenkomplikationen wie zum Beispiel Blutungen. In der Traumatologie waren natürlich auch da nur Maßnahmen, die einfach die ganz akute Situation behandeln mussten. Alles, was ein bisschen sophistiziert war, zum Beispiel Osteosynthese, das heißt Behandlung von Frakturen mittels Platten und Schrauben, das war nicht erlaubt. Chronische Situationen auch nicht. Und für die Viszeralchirurgie und Allgemeinchirurgie, wir mussten die Peritonitis operieren, weil die ist natürlich lebensbedrohlich. Viele Schussverletzungen im Thorax und im Abdomen, aber zum Beispiel keine Hernieoperation, keine Stromoperation und vor allem keine onkologische Operation. Und wir mussten eben manchmal auch bei jungen Patienten verzichten auf Operationen oder Behandlungen, die wir in der Lage waren durchzuführen. Aber man musste eigentlich die Ressourcen sparen für die lebensrettende Maßnahme. Also ab und zu moralische, schwere Entscheidungen, die einfach viel zu denken geben.
Das war eben mein Einsatz in Südsudan und dann anfangs letztes Jahr war ich in Kamerun. Kamerun ist eine ganz andere Situation, weil das ist eigentlich ein Land, das viel mehr entwickelt ist. Nur durch vor allem die Boko Haram Attacken in Nigeria und auch in Norden von Kamerun wurde dann die ganze Land destabilisiert. Ich war in Marwa, das ist eben im Extremnorden von Kamerun, eine Region, die früher sehr, sehr ziemlich reich und sehr gute Infrastrukturen hatte, auch weil in dieser Gegend gibt es eine von der schönsten Reserven naturell von Afrika mit sehr vielen Tieren. Das waren auch sehr schöne Hotels, aber das Ganze eben durch die Attacke von Boko Haram wurde etwas zerstört. Es gab ein paar Marktattacken mit sehr vielen Toten, 80, 90 Toten, viele Verletzte, sodass die lokale Spitalinfrastrukturen nicht mehr in der Lage waren, diese Notfallsituation zu beherrschen. Und deswegen MSF wurde gefragt, um die Lokalspitäler zu unterstützen. Hier sehen Sie ein Bild von Kamerun, eigentlich eine sehr schöne Region. Und Sie sehen auch, es gibt ein Motorrad, oft mit 3 oder 4 Leute drauf. Aber eben, das zeigt, dass es etwas anderes ist als in Kamerun. Und Spital, eben wie gesagt, das ist ein Spital von Regierung dort gewesen. MSF war zuständig nur für die Notfallchirurgie und das waren eben die MSF-Abteilung. Wir hatten bessere Infrastrukturen bezüglich Labor, wir hatten Röntgenmöglichkeit und auch Ultraschall. Und was wir dort gemacht haben, eigentlich ist das Gleiche wie in Südsudan, auch hier limitiert auf ganz akute Notfallsituationen und dann lebensrettende Maßnahmen. Auch hier eben alles, was etwas sophistiziert oder chronisch war, durften wir nicht machen. Das gleiche auch für die Allgemeinchirurgie und für die Viszeralchirurgie. Was wir aber in dieser Zeit sehr viel gehabt haben, waren Verbrennungen, vor allem bei jungen Kindern oder ganz kleinen Kindern, weil es war die Kältesaison, wo ich dort war. Und dann haben die Kinder, natürlich auch in Kamerun, die Familie haben sehr viele Kinder und sie können nicht alle beobachten oder überwachen. Und dann viele Kinder haben sich verbrannt beim Feuer. Und da die Ignoranz in gewissen Regionen von Kamerun ist dramatisch, sodass man oft, um die ganz kleine Kinder aufzuwärmen, hat man sie mit warmem Wasser getan. Und oft hat das, Sie können sich vorstellen, absolute Katastrophe gegeben. Also viele Behandlung von Verbrennungen bei jungen Kindern. Das war eigentlich meine Hauptaktivität dort. Und dann Ende letztes Jahr bin ich in Jemen gewesen. Jemen ist eine ganz andere Situation. Es ist eigentlich ein Land, die eine ziemlich fortgeschrittene Land war im Hinblick auf die Zivilisation. Das ist auch ein Emirat gewesen, auch wenn das vielleicht der ärmste von dieser Region war. Aber infolge der arabischen Frühling ist eine langjährige Monarchie einfach destabilisiert gewesen und das Ganze resultierte dann in einen Zivilkrieg, die seit 2015
angefangen hat und weiterhin geht. Wie immer in dieser Region dann steckt sich eine Religion-Aspekt und es gibt da zwei Blocken, die unterstützen diese verschiedene Partei. Ein Block ist die sind die Schiiten mit dem Support von Iran und der andere Block ist Sunniten mit der Unterstützung von einer Koalition von Saudi-Arabien und von auch USA und leider auch europäische Länder. In 5 Jahren gab es fast 100.000 Toten. Und was dramatisch ist, ist, dass diese Land, die eigentlich, wie gesagt, ziemlich zivilisiert war, zurückgebracht worden ist in eine Situation, die vor 50, 70 Jahren herrschte. Das heißt, durch die systematische Bombardierung von Straßen, von Wasserleitungen, von Schule, von Spitälern, die Bevölkerung hat sich in eine Situation wiedergefunden, die eben sie gar nicht mehr gekannt haben. Und indem diese Kriege keine Ende zeigt, gibt es eine sehr große Frustration und Leiden von Bevölkerung und vor allem von Frauen, Kindern und ältere Personen. Ich war in 2 verschiedene Orte, an einem großen Hafen, Hodeida, und dann in der Mitte vom Land, in der Region von Ib. Das sind etwas 700, 800 Kilometer und ich musste eben zwischen beiden Regionen reisen, was sehr interessant war. Es gibt nicht so viele Europäer, die heutzutage können reisen in Jemen. Nur waren die Reise echte Reisen, die sehr lang gedauert haben, vor allem weil es gab unzählige Checkpoints, die ab und zu auch etwas beängstigend waren, weil man hat oft ganz junge Männer, manchmal auch sogar Kindern mit Kalaschnikow und man wusste nie genau, wie das enden konnte. Wie gesagt, Jemen ist ein sehr zivilisiertes Land mit einer Jahrhundertetradition. Es gibt, Sanaa ist eine wunderschöne Stadt, wie Sie hier sehen können. Ich habe das alles nicht sehen können aus Sicherheitsgründen. Ich war eingesperrt immer in meine Zimmer. Nur bei einer Reise konnte ich einmal diese Moschee in Sanaa sehen und sonst, wie gesagt, dürfte ich im Land viel reisen und dann habe ich vieles von diesem Land gesehen und verstanden. Was sicher da ist auch hier eine enorme Armut, auch hier mit vielen Kindern, die einfach sehr früh arbeiten müssen, aber nicht ausgebildet sind und dann haben berufliche Unfälle, die manchmal dramatisch sind. Grund für Einsatz von MSF in Jemen war ursprünglich Cholera infolge eben Zerstörung von Wasserleitungen, aber dann durch die Intensifizierung von Krieg dann eben auch die Notfallchirurgie. Und ich war eben für das dort. Hier die 2 Spitäler, wo ich gearbeitet habe. Was man sagen muss, ist, dass auch durch die Hilfe von MSF waren die Infrastrukturen, die ich getroffen habe, sehr sophistiziert. Ich habe sehr, sehr gute Kollegen gefunden, Chirurgen, die eine sehr gute Ausbildung haben, oft aus Russland oder aus China.
Und die Chirurgie, die wir dort gemacht haben, die war etwas sophistizierter als in Afrika. Das heißt, wir haben auch Gefäßchirurgie gemacht, plastische Chirurgie, wobei die häufigste Verletzungen waren natürlich Schussverletzungen. Und ich habe leider einige Patienten gehabt, die das nicht geschaffen haben. Die Aktivität war extrem hoch. Wenn Sie sehen, das sind die Fälle, die gekommen sind jede Woche. Red, das sind die Schockraumfälle. Sie sind mehr als 100 Fälle pro Woche. Und dann die Operationen sind auch etwas 100 pro Woche, 100 oder sogar mehr. Und die Hälfte davon waren größere Eingriffe, das heißt Schussverletzungen im Abdomen, oder in den Extremitäten, Gefäßverletzungen und so weiter. Gut, das waren meine 3 Einsätze. Vielleicht interessiert Ihnen zu wissen, wie man lebt bei diesen Einsätzen. Es ist klar, man arbeitet sehr viel, Tag und Nacht, aber man lebt auch. Die Konditionen sind natürlich etwas rustikal, sagen wir so. Wir leben alle zusammen. Es gibt eigentlich keine echte private Leben. Man ist immer in Einsatz. Man hat gewisse Schwierigkeiten, je nach Länder, mit der Kommunikation. Ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Ich konnte mit WhatsApp fast jeden Tag mit meiner Familie kommunizieren. Wir sind gut aufgehoben. Es gibt immer Köche und die Zimmer und die Tukul werden einfach geputzt. Es ist so, dass in den Ländern, wo ich war, die Sicherheitsmaßnahmen waren sehr streng. Man musste sie einfach respektieren. Aber die Länder, wo ich war, die waren natürlich nicht ganz sicher. Man muss immer allein gehen und man kann nicht wählen, wo man hingeht. Logistisch, Sie können sehen, das war in Südsudan, ein Tukul, und das hat eigentlich gut ausgesehen. Das Problem ist, dass es war nicht immer ganz dicht und in der Regensaison man ist oft ein bisschen nass. In Kamerun, die Umstände waren besser. Das war eben eine Villa von einem ehemaligen Fußballspieler und da waren wir ziemlich gut aufgehoben. Und das ist die Situation in Jemen. Also Sie sehen, sehr rustikal. Und vor allem, was dramatisch war, wir haben kein Licht gehabt, weil alle Fenster waren gedeckt mit Metallscheiben wegen Risiko von Schießereien und so weiter. Das sind die Infrastrukturen, aber eben das Leben zusammen ist sehr stimulierend, kann auch sehr schön sein. In Agog haben wir jede Woche Pizza zusammen gekocht mit der internationalen Staff oder auch Barbecue. Wir hatten frischen Brot jeden Morgen. Ab und zu sind wir in sogenannten Restaurant gewesen. Das war hier ein Mittagessen in Jemen, wo ich eingeladen war in einem Haus. Und ich muss sagen, das ist eine fantastische Küche gewesen. Die Stimmung manchmal ist ziemlich romantisch, hier in Agog oder hier beim Frühstück in Jemen. Nun, hat es einen Sinn, Chirurgie zu machen in Entwicklungsländern? Doch, weil das ist ein großes Problem. Man denkt immer, dass die Hauptbedürfnisse in den Entwicklungsländern sind infektiösen Krankheiten. Eigentlich, das ist nicht mehr so, weil eigentlich diese Probleme sind besser aufgehoben in den letzten Jahren. Und dafür ist die Bedürfnis an Chirurgie ist dramatisch. Sie sehen, dass 5 Milliarden in der Welt haben keinen Zugang zur Chirurgie. Nur 6% von allen Operationen, die wir machen in der Welt, werden gemacht in den Entwicklungsländern, aber dort lebt ein Drittel von der Weltpopulation.
Und Sie sehen, etwas 150 Millionen Operationen wären nötig in diese Länder. Und diese Analyse wurde von der Lancet Commission von Global Surgery und die haben Ziele gestellt für 2030. Diese Ziele sind, dass man für 100.000 Einwohner mindestens 20 Chirurgen oder Anästhesisten oder Gynäkologen haben sollte und mindestens 5.000 Eingriffe pro 100 Einwohner sollte gemacht werden. Nur um Ihnen eine Idee zu geben, wie das heute ist dort, bei den Spezialisten in Südsudan, das sind 1 bis 2 oder vielleicht 3 und Eingriffe sind eigentlich, und Eingriffe sind eigentlich 200, 400 pro Jahr, pro 100.000 Einwohner. Also eine dramatische Bedürfnis an Chirurgie. Aber das Problem ist, wer schicken wir dort? Weil es ist so, dass in unseren Ländern, in Amerika, in Europa vor allem, herrscht ein Trend zu Überspezialisierung. Und was man braucht dort, das sind Allrounder. Und Sie sehen, das ist das Profil von links von den Chirurgen, die wir bei MSF brauchen. Und das heißt, sie sollten fähig sein, auch gynäkologische, traumatologische Eingriffe zu machen. Und Sie sehen, wie das ist heute bei dem Profil von unseren Jungen. Die haben eigentlich ein Profil, der viel enger ist und das heißt sehr spezialisiert. Wie kann man das korrigieren? Sicher die alte Chirurgen wie ich, die eine Ausbildung in der Allgemeinchirurgie haben, die können gut helfen. Sonst muss man neue Programme unterstützen, wie der Acute Care Surgery Program. Das ist ein Programm, der vor allem in Amerika sehr viel Erfolg gehabt hat. Und dann muss man sich speziell ausbilden. Ich komme langsam zu Ende von meiner Präsentation. Was hat mir alles gebracht? Enorm viel. Viel mehr, als ich gegeben habe. Vor allem, ich habe wieder das echte Gefühl gehabt, ich bin ein Arzt und nicht zum Beispiel wie in den letzten Jahren in meiner chirurgischen Tätigkeit ein Verwalter. Ich habe wieder die gleiche Begeisterung, die ich hatte für die Chirurgie als junger Assistent, wiedergefunden. Das hat mich jünger gemacht, hatte ich viel Freude. Und ich habe fantastische Leute getroffen, sei das bei den Patienten, die sind ganz, ganz dankbare und spezielle Patienten, sei das bei der lokalen Mitarbeiter und auch bei der internationalen Staff, wo man Leute trifft, die von der ganzen Welt kommen, von Japan zum China, von Brasil und alle mit einem einzigen Ziel und das ist eine absolut fantastische Erfahrung. Bringt etwas, was wir machen, doch, das ist immer die Frage und ich finde, in dieser Hinsicht ist dieses Zitat von Madre Teresa di Calcutta sehr zutreffend. Mindestens die Leute, die profitieren konnten von unserer Hilfe, haben etwas davon gehabt. Und die Motivation ist immer sehr groß, weil man kann auch gewisse also fantastische Situationen treffen. Ich rede von Miracles. In Südsudan hatten wir diese 3 kleine Triplets, die waren geboren etwas 10 Tage vorher. Die sind 10 Tage zu Hause von der Eltern versorgt gewesen, obwohl sie extrem klein waren. Dann sind sie ins Spital gebracht und die Eltern sind zu Fuß gekommen, haben fast 2 Tage laufen müssen bis ins Spital. Und als die Kinder ins Spital kamen, die haben diese Gewichte gehabt und die haben alle 3 überlebt. Und in Jemen hatte ich diese Junge, die eine komplexe Läsion am Bein hatte und sie war fast am
in der Situation, wo sie ihre Beine verloren hätte, und wir konnten die Gefäße rekonstruieren und eben sie läuft wieder auf ihre Beine. Und all diese Erfahrungen, die sind extrem motivierend. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und ich stehe gerne zur Verfügung für Fragen, aber jetzt sollte ich irgendwie wieder auf Bildschirm kommen. Es hat geklappt. Also ich stehe gerne zur Verfügung für Fragen und bedanke mich nochmals für eure Aufmerksamkeit.